Hier kommt Teil 2 unseres Roadtrips durch Apulien. Nachdem wir euch im letzten Video mitgenommen haben zu einigen faszinierenden Freistehplätzen rund um Gargano, den Sporn von Italiens Stiefel, und euch auch gezeigt haben, wie wir leider beim Versuch, Flamingos zu filmen, unsere Drohne versenkt haben, geht es in dieser Episode weiter die Küste entlang in Richtung Süden. Wir schauen uns einige der tollen Städte Apuliens an, genießen die herrliche Natur in Süditalien und begeben uns natürlich auch wieder auf die Suche nach schönen Camperstellplätzen in freier Natur. Danach heißt es Abschied nehmen von Italien, da wir pünktlich zum Weihnachtsfest zurück nach Deutschland gefahren sind. Los geht's! Ja, auch Süditalien ist leider nicht immer Sommersonne, Sonnenschein. Wir hatten die letzten 3-4 Tage, ja fast 5 Tage, leider relativ schlechtes Wetter. Es hat viel geregnet, es hat viel gestürmt. Deswegen war gar nicht so viel mit Sightseeing, sondern wir haben die Zeit eben hauptsächlich im Van verbracht. Wir haben hier einen ganz coolen Stellplatz gefunden, wo wir jetzt seit, ich glaube, 2 Nächten stehen. Der ist ganz cool, eben direkt am Meer, aber es macht einfach nicht so Sinn, da so richtig viele in der Gegend rumzufahren, um uns irgendwas anzuschauen. Jetzt gerade ist die Sonne aber rausgekommen, endlich. Und das wollen wir nutzen, auch wenn wir schon einen frühen Nachmittag haben, wollen wir jetzt so ein kleines bisschen rumfahren. Es gibt so 1, 2 Dörfer, Städte hier die Küste entlang. Ja, da wollen wir mal ein bisschen gucken, wie es hier so aussieht. Und dann werden wir uns irgendwo ein bisschen weiter südlich wieder einen Stellplatz suchen. Der hoffentlich so schön ist wie der hier. Das war ein sehr schöner kleiner Ausflug. Guten Morgen! Gestern sind wir nicht allzu weit gekommen, aber heute neuer Tag, neues Glück, neuer Anlauf. Ostuni ist auch bekannt als die weiße Stadt Apuliens. Ich glaube, man sieht warum. Die Altstadt auf dem Hügel mit ihren schmalen, verwinkelten Gassen hat uns super gut gefallen. Man kann sich gut vorstellen, dass es hier im Sommer zur Hochsaison ganz schön voll wird. Jetzt im Dezember war aber fast niemand mehr hier, noch nicht mal viele Einheimische. Hauptsächlich haben wir eigentlich Katzen gesehen. Aber hier mal herzukommen, wenn die Altstadt etwas belebter ist und die Gassen schön beleuchtet sind, ist sicher nochmal ein Erlebnis.
Alberobello ist vor allem bekannt für seine Trullihäuser. Das sind kleine Rundhäuser mit kegelförmigen Steindächern, die hauptsächlich aus dem 17. Jahrhundert stammen. Die gibt es überall in Apulien, aber hier in Alberobello sind noch besonders viele davon erhalten und das gesamte Areal ist inzwischen auch UNESCO-Weltkulturerbe. Es hat sich ein bisschen angefühlt, als wären wir in einem leeren Freizeitpark unterwegs, so ganz ohne Menschen. Trotzdem ist es natürlich super schön und die Häuser sind echt beeindruckend. Und wir haben einen super Stellplatz. Also kleine Türen, sehr kleine Türen. Ja, sehr kleine Türen. Wir haben einen super Parkplatz gefunden, ohne Probleme. Ja, aber ein bisschen komisch ist es trotzdem. Wir nutzen die Sonne und sind in Lecce, einer der größten Städte hier in Apulien, die sehr viele alte Gebäude haben soll. Und die schauen wir uns mal an.
Auf diesem Stellplatz haben wir gleich ein paar Nächte verbracht. Ein würdiger Abschied für insgesamt 3 Wochen Apulien. Danach haben wir uns auf den langen Weg zurück nach Deutschland gemacht, knapp 2000 Kilometer. Aber schaltet noch nicht ab, denn auch auf der Rückfahrt haben wir noch einige tolle Aussichten genießen dürfen und noch 2 Nächte an schönen Stellplätzen verbracht. Time of the year now, you got people falling in love. It brings you good cheer now when the mistletoe is above. Can you Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid. Never get a white Christmas, but today snowflakes falling down, it's Christmas time, but you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantle, they don't flicker like they used to, with the snowflakes falling down. It's not Christmas time without you. No, 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 no. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich habe das Ding wieder zusammengeschraubt. Wir legen Akku ein und gucken mal, was passiert. Die LEDs dürften nicht angehen. Das Kabel ist durchgeschmort, das habe ich gesehen. Aber wenn es nicht wieder anfängt zu qualmen, wäre das ja schon mal irgendwie halbe Miete. Kein Piepton, kein Gimbal-Movement, kein Rotationsmovement. Nope. Ja, schade. Ja, ich befürchte, damit ist in Stein gemeißelt. Wir haben keine Drohne mehr. Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte ein kleines bisschen Hoffnung, die ist jetzt weg. Tja, kann man nichts machen. Nee. Wie es ist, ne? Shit. Treue Dienste hat sie uns erwiesen. Ja. Okay. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die uns bereits Geld gespendet haben und uns so den schnellen Kauf einer neuen Drohne ermöglicht haben. Wenn ihr uns auch unterstützen möchtet und ein paar Euros überlassen möchtet, dann lasst euch doch von uns ein paar Postkarten schicken. Wir verlinken euch alle Infos dazu oben hier in der Ecke. Und wir hoffen, ihr hattet auch trotz Corona ein paar schöne Weihnachtsfeiertage und wir wünschen euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, auf das es besser werden möge als 2020 und dass wir den Coronavirus möglichst bald hinter uns lassen können. Wir melden uns im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder. Von wo und ob der Plan Spanien, Portugal aufgeht, das steht noch ein bisschen in den Sternen. Aber irgendwie geht es garantiert weiter. Alles Gute, bleibt gesund, viele liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.